Einsatzbericht Nummer 371 vom 27. Juni 2025. Test. Hallo, hallo? Was für eine Nacht. Er war tot. Naja, oder jedenfalls tot genug, sodass es wehtat. Und ich stapfte mitten in der Nacht straight in den Westen. Keine Route, kein Ziel, nur Wut im Bauch und der Finger halb am Abzug. Ich schloss mich den Banana-Ops temporär an. Für den Abend. Kein großer Plan, nur der richtige Feind zur richtigen Zeit, die Hütchenbande. Sie entdeckten mich zuerst und schossen. Ich wurde getroffen. Na prima. Aber ich entkam und die Jungs wussten nun, wo der Gegner hockte. Sie verfolgten die Hütchen und am Ende erledigte eine wahre Kampfmaschine einen nach dem anderen. Okay. Es war ein kleiner Hinterhalt, aber in Anbetracht der Tatsache, dass die Hütchen einfach immer auf Ärger aus sind, war das mehr als berechtigt. Und Whisky hatte seine helle Freude dran. Und hey, wer Schüssen folgt, muss sich nicht wundern, wenn er getroffen wird. Herz im Höllenloch, wo auch sonst. Herz tauchte wieder auf. Natürlich nicht in irgendeinem halbwegs erträglichen Kaff mit friedlicher Landluft. Nein, in Svetlojansk, dem feuchten Grab jeder Hoffnung, dem Höllenloch, wie wir es liebevoll nennen, aber immerhin mit Mehrblick. Sie kämpfte sich durch Zombiehorden, schleppte sich zum Brunnen und stolperte in einem Busch über ein Partyzelt. Ja, ein verdammtes Partyzelt. Kein Besitzer in Sicht. Herz dachte natürlich nicht an Beute, sondern an Versorgung. Also nahm sie das gute Stück mit und stellte es an der Klinik auf. Klar, andere hätten sich hingelegt und rumgeheult. Tja, und Herz organisiert erstmal ein Dach für die Zukunft. Typisch. Unerwarteter Hausbesuch. Während Herz Zeltbau betrieb, lief bei Nico die nächste Episode von Tatort Tschernoros. Der gute Dackel wurde in den eigenen 4 Wänden brutal überfallen und starb. Ein Angreifer wurde durch Nico eliminiert. Gelbe Armbinde. Aber die Jungs wussten, das war keiner von den Banana-Ops gewesen. Wieder einer dieser False-Flag-Aktionen. Und wir ahnten bereits, wer dahinter steckte. Es hätte ein normaler Mord sein können. Aber dann kam Selina. Der Moment, in dem Selina zerbrach. Ich weiß nicht, was ich da im Funk hörte. Ich wollte es nicht glauben. Selina saß neben Dackels Leiche und verwertete. Nicht symbolisch, wirklich. Sie knotete Seile aus seinen Gedärmen. Ich wiederhole, sie knotete Seile aus seinen Gedärmen. Und dann fing sie an zu singen. Leise, glaube ich zumindest. Naja, okay, vielleicht hat sie nicht wirklich gesungen, aber es hätte so gut gepasst. Naja, ich hörte einen Namen. Herbert, sagte sie, nützlicher Tod. Ich stand regungslos vor dem Funkgerät. Ich spürte, wie mir kalt wurde, von innen. Es fehlte nur noch, dass sie das Fleisch briet. Ich betete, dass sie es nicht tat. Aber ich war mir plötzlich nicht mehr sicher. Nico äußerte auch Sorge, aber nicht über sie, sondern mehr über sein eigenes Überleben, wenn Selina so drauf war. Typisch. Ich weiß nicht, wann sie genau den Verstand verloren hatte, aber ich war mir sicher, Herbert musste so schnell wie möglich wieder zurück. Und zum Frühstück Menschenfett. Wäre das nicht genug, meldete man wieder Menschenfett im Camp in Beresino. Mal wieder. Einer der Daniels aus der Gruppe von Gravedigger hatte es sogar gegessen. Ich fragte mich, wie viele Hinweise braucht es noch? Samariter lagern nie Fett im Zelt. Außerdem gab es ja noch ungeschriebene Regeln. Iss nie unbekanntes Fett, es könnte Mensch gewesen sein. Tja, und Daniel, der hat diese Lektion jetzt verinnerlicht. Plot Twist, es war halt in der Tat Menschenfleisch. Ja, er lachte. Und am Ende dann nicht mehr. Herbert wird gesichtet. Am Nachmittag sah ich ihn dann. Herbert. Der rote Gunther rollte seelenruhig am Camp vorbei. Mein Finger zuckte. Ich hätte ihn abschießen können. Aber ich tat's nicht, denn Herz hätte das nicht gewollt. Ich fragte mich, wo sie jetzt wohl war. Sie musste Svetlojansk doch längst hinter sich gelassen haben. Gefecht an der Küste und ein Angebot. Rheingauer, der von seinem kleinen Piratennest in Balota auf der Durchreise gewesen war, brachte Neuigkeiten. Ein Gefecht an der Küste. Beteiligter? Herbert. Die Fahrer seien tot. Herbert mehr oder weniger intakt. Selinas Herz machte einen Sprung, man sah es ihr an. Und dann sein Angebot, Rückführung, gegen eine Plattenweste und eine Fahne. Ein fairer Preis? Ja, wohl eher ein billiges Wunder. Ich nenn's Aufwandentschädigung statt Lösegeld. Herbert kehrte also am Ende zurück in die Arme seiner glücklichen Besitzerin und der Rheingauer hatte endlich seine Piratenfahne. Wenn ich jetzt noch Herz zurückbekomme, dann wäre alles wieder perfekt. Prigorodki, der Schatten der Vergangenheit.
Später am Camp war auch Silas wieder da, saß am Feuer, wie immer halb schweigend, halb wachsam. Black Lion stieß dazu. Und dann noch ein Bambi, stumm wie ein Stein, natürlich. Technische Probleme oder absichtlich im Ich tu so, als wäre ich harmlos Modus. Er stellte sich unbewusst durch eine Nachricht als Stronghold vor. Und bei mir machte es Klick. Nicht das gute Klick, wenn das Magazin durchlädt, sondern das andere, das, bei dem Erinnerungen wie kalte Munition einschlagen. Stronghold, Mosinlas. Die Namen gehörten zusammen wie Cholera und verunreinigtes Wasser. Ich erinnerte mich an die Zeit, als Lars nach seiner legendären Einweisung durch Bert, den Rheingauer und, Carla J., vor dem Prigorotki-Kamin erstmal 2 Tage nicht ansprechbar war. So richtig Bambi-Koma. Und als er dann wach wurde, tat er erstmal ganz harmlos. Guckte still, nickte viel, sagte wenig. Erz gab ihm damals eine Mosin im Tausch gegen Nägel. Dann zog er weiter mit seinen Freunden. Nassini war auch mit dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Er kam immer mal wieder vorbei, war freundlich. Doch eines Abends zog er mit seiner Truppe am Camp vorbei und brach bei Karotte und Cliff ein. Herz begegnete Mosinlas dann etwas später am Camp. Da war er dann alles andere als freundlich und zurückhaltend. Waffe raus, mit dicker Hose im Camp marschiert. Sie sprach ihn auch ruhig an. Bitte keine Waffe direkt am Camp tragen, die Wachen reagieren da empfindlich. Sein Kommentar, ein müdes Schulterzucken. Mir doch egal, lande ich halt an der Küste. Klar, Regeln sind ja auch nur was für die anderen, ne? Irgendwann beobachtete ihn dann Jay, wie er vom Rohbau aus aufs Camp zielte. Zack, Konsequenz. Schade, dass ich's nicht gewesen bin. Aber es war dunkel und ich hatte kein Nachtsichtgerät. Aber es ging weiter. Später, am Camp, es war gerade das Lastkrachen in Elektrosawodsk, Pinky, Greenie und ich hielten das Camp, gaben Bambis zu essen und Orientierung. Und plötzlich flog uns Blei um die Ohren. Von wem? Stronghold und Mosinlas. Ich rannte durchs Feld. Pinky wurde als Bambi im alten Kochhaus von Stronghold erwischt. Greenie erwischte Pinkys Killer, Mosinlas, schoss ihn K.O. Ich finishte ihn, als er nach seiner Waffe griff und auf mich zielen wollte. Auch Stronghold holte ich später, als ich die Straße abcampte. Straßensperre, kein großer Akt, DMR, 200 Meter, sauber. Und dann tauchten sie wieder auf, dieses Mal als Bambis und natürlich ohne Vorwarnung und Vorstellung, inmitten einer Schar anderer Bambis. Ich war gutgläubig, vielleicht dumm und gab ihnen eine Waffe. Für das Event, zeigte ihnen den Weg nach Elektrosawodsk. Ronin war auch dabei gewesen. Das nächste, was passierte? Einer von ihnen erschoss mich. Ich glaube, es war der Lars. Dieses Mal mit einer BK in der Hand, die ich ihm gegeben hatte. Herzlos, ohne Warnung, aus dem Nichts. Ich machte damals keine gute Figur, aber ich lernte. Diesen Typen war nicht zu trauen. Und als ich sah, wie Stronghold mit Silas Kürbisse grillte, blieb ich wach, die ganze Nacht. Ich beobachtete jede Bewegung, jeden angespitzten Stock voller Gemüse und ich schwöre, hätte der Typ nur eine Hand zu schnell Richtung Rücken bewegt, nur ein Griff zur Waffe oder Angriff gegen Silas, er wäre Mus gewesen. Aber ich tat es nicht, weil Herz das nicht gewollt hätte. Wie so vieles. Und siehe da, es blieb friedlich am Camp. Offenbar konnte sogar Stronghold anders. Noch nicht. Am nächsten Morgen tauchte ein Sanitäter in Grün am Camp auf. Einfach so, kein Funk, kein Trommelwirbel, einfach da. Er sprach auf Höhe des Checkpoints mit einem Bambi, das zu Erik und sein Freund Bocci gehörte. Er stellte sich vor. Miriam, schreibend. Okay, war wohl eine Sie. Der Samariter in Grün sprach. Oder er stotterte. Seinen Namen konnte er nicht sagen. Er sei gerade erst gespawnt und noch nicht sicher, wer er sei. Na super, willkommen in Tschernerus. Philosophie trifft Identitätskrise. Miriam sah ihn trotzdem an, musterte ihn und sagte mit so einer stillen Freude, als hätte sie ihr Gegenüber genau erkannt, du bist Herz aus Gold. Der Samariter schwieg kurz, zuckte dann mit den Schultern und antwortete ruhig, aber fast entschuldigend, nein, momentan bin ich tatsächlich noch nicht Herz aus Gold, das ist das Problem. Sie ist gerade nicht da, aber du kennst sie? Das ist schön. Er versorgte Miriam, routiniert, still. Dann ging sie. Die Person in Grün blieb, verschwand kurz in unserem Lager, kam dann wieder raus, ohne die grüne Jacke, und dann rannte sie wortlos zum Rohbau, kletterte hoch, stellte sich an die Kante und sprang. Ohne ein Wort. Und ich? Ich stand da, zwischen den Zelten, ausgekühlten Feuerstellen und der Erkenntnis, dass Hoffnung manchmal aussieht wie ein Fremder im grünen Outfit und sich nur schwer begreifen lässt. Herz war zurück. Naja, noch nicht ganz, aber sie war unterwegs. Und es würde nicht mehr lange dauern, bis sie wieder ganz hier war. Ich musste nur noch ein bisschen mehr aushalten. Und das würde ich auch tun. Nummer 371, Ende.